Mein Name ist Stefan Scholz, ich bin katholischer Priester in der Domgemeinde, in der Seelsorge hier vis-à-vis von der Schirn und für die Katholische Akademie des Bistums Limburg, genannt Rabanus Maurus, für den Bereich der Kunst zuständig. Ich glaube, es gibt eine Berührung der Kunst von Gilbert und George mit dem Religiösen, so wie Gott unsichtbar ist und sich zu erkennen geben muss in dem, was man sinnlich erfahren kann, so bin ich als Mensch mir selbst in vielem fremd und ich muss mich entdecken, indem ich mich auf einen Weg begebe und nach einem Ausdruck suche für das, was ich empfinde. Und so habe ich auch Gilbert und George von ihrer Arbeitsweise verstanden. Sie haben eine Idee und es beginnt ein Prozess und sie wissen nicht, wohin sie dieser Prozess führen wird. Und dann, erst im Produkt ihrer Kunst, erkennen sie vielleicht für sich selber etwas, was ihnen vorher noch verborgen gewesen ist. So gibt es vielleicht in jedem Menschen und auch im Künstler etwas Unbekanntes, etwas Größeres, was er selbst durch das Ausüben seiner Kunst entdecken muss und es dann anderen präsentiert. Das Christentum selber erhebt den Bedeutungsanspruch für jeden Menschen gleich, in welcher Kultur relevant zu sein. Und dazu gehört erst einmal die Wahrnehmung von Kontexten, von Subtexten, von geschichtlichen, kulturellen Gegebenheiten, bevor man überhaupt vom Glauben sprechen kann. Und dass diese Künstler aus dem relativ engen Umfeld ihres Stadtviertels in London durch Wahrnehmung von im Bereich des Mikrokosmos den Makrokosmos künstlerisch deuten können. Das braucht eine unglaubliche Sensibilität, auf das Kleine zu achten und das Kleine als Boten von großen Entwicklungen zu sehen. Wenn ich die Intention verstehe, dass es Strukturen in Körperflüssigkeiten gibt, also der Mikrokosmos auch nicht minder interessant ist als der Makrokosmos, erschließt sich mir eine ganz neue Welt und damit ein Blick auf den Menschen. Auf den ersten Blick könnte ein glaubender Christ das Shit Faith als Blasphemie deuten. Ich finde es zu kurz gegriffen, weil in der christlichen Tradition, in der christlichen Theologie der ersten Jahrhunderte gab es eine ganz vehemente und intensive Auseinandersetzung, wie dieser Gott Jesu sich in ihm zeigt. Die Christen sagten, dieser Gott ist Mensch geworden und hat das gesamte Menschsein angenommen. Also es gibt keine Faser, weder im Geist noch in der Seele noch in der Materie Jesu, die nicht von diesem Gott durchdrungen ist. Insofern, wenn man das ernst nimmt, gehört auch wirklich alles dazu. Und dann könnte man sogar sagen, selbst Blut und Kot ist diesem menschgewordenen Sohn Gottes alles andere als fremd. Insofern gibt es eine formale Berührung, dass dieser Gott in der Tat auch sich aus diesen Dingen nicht raushält und die Dinge erst einmal so, wie sie sind, gut sind. Ja, diese Werke stechen für mich heraus wie eine Art neuer Schaffensprozess. Die Künstler sind auch auf diesem Werke erscheinen sichtbar gealtert und dieses Vegetative, das zwischen Aufblühen und Verwelken changiert, scheint auch etwas von der ungebrochenen Schaffenskraft auf der einen Seite, aber auch vom Bewusstsein von Vergänglichkeit und eigener Sterblichkeit auch mir zu sprechen. Vielleicht ein sehr persönliches Werk der beiden in der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Älterwerden. Gilbert und George glauben nicht, dass es einen Gott gibt, der ein Leben nach diesem Tod gibt, sondern es ist das Leben so, wie es ist. Und insofern ist die Ikonographie dieses Alterswerkes eigentlich konsequent in ihrer Linie, das Leben so zu nehmen, wie es ist, aber selbst in den Prozessen des Vergehens und des Alterns dieses Potenzial an Kreativität und Schöpferkraft
immer noch darzustellen. Und das ist äußerst faszinierend. Kunst für alle ist wie eine Art von Utopie für mich, so dass es fast wie eine Universalsprache gäbe. Ob es die geben kann, das glaube ich nicht, weil es immer, gerade bei Gilbert und George, durch dieses ganz persönliche Empfinden geht, ihre Kunst. Und sie ist immer kontextbezogen. Es gibt manchmal eine These, dass Kunst aus sich heraus spricht, und das tut sie auch einfach, weil sie ein ästhetisches Erleben ist. Ob ich mit Kunst, dass ich auch zum Bild sprechen kann, ohne ein Grundgerüst an Wissen, also einen Schlüssel in der Hand zu haben, dass ich einen Zugang zu Bildwelten finde, das glaube ich eher nicht. Ich kann durch diese Ausstellung reingehen, die ja eine unglaubliche körperliche Präsenz hat, diese Bilder, denen man sich gar nicht entziehen kann, und dennoch wieder herausgehen, zwar mit Bildern im Kopf, aber ohne, dass ich mit ihnen arbeiten könnte. Es sei denn, ich entdecke etwas wieder, was ich für mich deuten kann, aber vieles erfordert ein Wissen. Und ich denke, dass es auch eine Analogie gibt zur Religion. Viele Besucher, die heute in die Kirche reinkommen und nicht mehr in die christliche Ikonografie und das kirchliche Leben eingeübt sind, sehen, ohne zu verstehen. Und so genau wie Sie hier im Museum Führungen anbieten, um die Menschen aufzuschließen, glaube ich, bedarf es eines intellektuellen Stachels im Fleisch, um vom bloßen Sehen zu einem, dass ich auch als Betrachter zu den Bildern sprechen kann. Vielleicht gibt es zwischen religiöser Welt und Welt der Museen, in denen Kunst präsentiert wird, hier eine Parallele.